Leute, ich kann nicht mehr. Also wirklich, das Video geht 3 Minuten. Wir haben noch 7 Minuten vor uns. Aber ich kann jetzt schon nicht mehr. Das ist so hirntot. Haben die in der Corona-Zeit alle zu viele Filme geguckt und interpretieren jetzt in jede Scheiße Aliens, Regierung oder was weiß ich rein? Was geht denn ab? Okay, Freunde, schnallt euch an. Ich glaube, jetzt wird's richtig seltsam. Und zwar, wir schauen alles anders. Gruselige Beweise über die Brände in Kalifornien. Da kann doch nichts Gutes bei rauskommen. Wir fangen an. Ab geht's. Mein Postfach explodiert gerade, weil mir unzählige von euch auf Twitter und Instagram immer wieder schreiben, dass ich über ein Thema sprechen muss. Und zwar schreibt ihr mir und schickt mir Videos von wirklich gruseligen Dingen, die aufgezeichnet wurden in Los Angeles, in Kalifornien, wo gerade diese verheerenden, schrecklichen Brände sind. Denn ganz viele Menschen sind sich sicher, dass dort etwas nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Alter, da brennt's halt und da ist halt übel windig. Und dadurch entstehen halt diese Funkenflüge, die noch mehr anzünden. Was? Okay, was kommt da jetzt? Ich hab echt Angst. Was werden wir hören? Aliens? Laserstrahlen, die von der Regierung von Satelliten runtergeballert werden auf die Erde? Oder die Regierung, ich glaube irgendwas mit der Regierung. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Dort etwas Merkwürdiges passiert und es Beweise gibt, die das Ganze belegen können, aber man versucht das Thema totzuschweigen, beziehungsweise die Beweise unter den Teppich zu kehren. Ich habe Angst. Was genau dort vor sich Ich habe große Angst. Was jetzt passieren soll, möchte ich euch in diesem Video einmal ganz genau erklären. Bitte. Fangen wir dafür aber einmal vorne an. Ich bin mir sicher, ihr habt es in den letzten Tagen in den Nachrichten schon mal mitbekommen. Jetzt gerade herrschen in Kalifornien schreckliche Brände, die über gesamte Ortschaften hinwegziehen und nichts übrig lassen. Ja, das ist ein krasses Thema. Ich glaube, aktuell sind wir bei 24 Toten und ich weiß nicht, wie viele Verletzte, aber das ist echt krank, was da gerade abgeht. Und echt, also, das ist echt schlimm. Die alle Häuser dort niederbrennen und pure Verwüstung dort haben. Prominente, andere Leute, die dort lebten, haben ihr Hab und Gut verloren und das binnen kürzester Zeit und ohne Vorwarnung. Auch manche Leute haben dort leider ihr Leben verloren. Doch während viele Leute das für einen ganz normalen Brand halten, gibt es nun im Internet unzählige Menschen, die sagen, dass dies nicht stimmt. Leute im Internet sagen, das stimmt nicht. Es ist einfach ein Brand entstanden, weil das so scheiße trocken ist da die ganze Zeit. Da hat es keine Ahnung wie viele Monate nicht geregnet. Da kann einfach ein kleiner Zigarettenfunken auf einem kleinen Grashalm landen und der ganze Scheiß fängt an zu brennen. Ja, und ich glaube, so ist es eventuell auch entstanden. Ja, kann auch sein, dass vielleicht irgendein Vollidiot gedacht hat, ich zünd jetzt mal den Busch an. Kann ja auch sein. Gibt's ja auch so Vollidioten. Dieser Brand ist nicht natürlich und wirklich gruselige, teilweise übernatürliche Dinge sollen dort gerade vor sich gehen. Und wir beginnen einmal mit der ersten Aussage, die im Internet am häufigsten zu hören ist und für die es Beweise gibt. Regierung und zwar oder Aliens? sind sich sehr, sehr viele Menschen sicher, dass dieser Brand nicht zufällig passiert ist, sondern die Regierung, ob nun von Kalifornien oder von der USA an sich, diesen Brand absichtlich legte, beziehungsweise absichtlich dafür sorgte, dass alles dort niederbrannte. Und das auf unterschiedliche Stufen mit Beweisen, die wir durchgehen. Die erste Sache, die ich online ganz oft gehört habe, ist, dass dieses Feuer durch eine Überspannung des Stromnetzes ausgelöst wurde. Es heißt, dass angeblich eben die Stromnetze absichtlich in Los Angeles in der betroffenen Gegend überladen worden sind, dass man absichtlich zu viel Strom durchgejagt hat, damit es zu Kurzschlüssen kommt und diese Kurzschlüsse auf weite Strecken verteilt Brände erzeugen. Ich wiederhole, Leute im Internet haben gesagt. Ja. Das bedeutet, diese Brände sollen dadurch entstanden sein und das Ganze war angeblich ein abgekatertes Spiel, ein böser Plan, um zum Beispiel dort neue Häuser zu bauen. Denn in diesen abgebrannten Gebieten gibt es jetzt schon die ersten, die versuchen dort Deals hinzukriegen, um dort neue Häuser, Hotels und ähnliches zu errichten. Viele sind sich sicher, dass in dieser Gegend zum Beispiel Menschen gelebt haben, die nicht ihr Haus verkaufen wollten, ältere Leute. Und damit man eben all diese Leute da wegkriegt, neue Häuser erschaffen kann, neue Luxusgebäude, wollte man diese Gegend plätten, um dort Geld zu machen. Viele sind sich
ich habe davon auch schon gehört, ja, auf TikTok, wo auch sonst, ne, wo der ganze Scheiß zusammenkommt. Ich habe auf TikTok auch gehört, dass es angeblich regierungsmäßig sein soll, weil halt, wie gesagt, neue, schönere Häuser gebaut werden sollen für Tourismus und so und so. Aber wie gesagt, Leute im Internet haben gesagt, es ist ein normal entstandener Brand, jetzt laber doch keine Scheiße. Ja, jetzt überhaupt kein Angriff auf Creepypasta oder so, der berichtet ja einfach nur dazu, was Leute im Internet sagen. Leute im Internet. Ja, Creepypasta gibt das Gott sei Dank nur wieder und ich glaube, das ist auch nicht seine eigene Meinung. Denn er sagt immer am Ende, das ist ja das Schöne, am Ende wird dann immer gesagt, was so der wahre Grund ist. Aber ich glaube, zu den Bränden kann man aktuell noch keinen wahren Grund oder vielleicht gibt es schon einen, keine Ahnung. Ich bin da nicht so auf dem Stand. Ich sehe nur halt so Ausschnitte, wie es halt brennt und das sieht halt wirklich schrecklich aus, ja. Das sieht wirklich aus, als ob du bei Black Ops 2 auf der Zombie-Map mit dem Bus rumfährst. So geisteskrank sieht das da aus. Ja, das ist halt gerade ein Vergleich. Also, auch wenn es jetzt ein bisschen geschmacklos ist, ja, ich meine, okay, es ist ein schlimmes Thema, aber ja, für mich sieht's so aus. Sicher, dass eben durch diese Stromüberspannung, durch diese kaputten Kabel die Brände dann gemacht wurden. Doch es gibt noch ganz andere Ideen, wie dieses Feuer entstanden kann. Denn im Internet sprechen immer wieder ganz viele Leute davon, dass diese Flammen an sich nicht natürlich sind und höchstwahrscheinlich entstanden sein sollen durch irgendeine besondere manipulierende Waffe oder ein Laser, der aktiv funktionierte. Leute, ich kann nicht mehr. Also wirklich, das Video geht 3 Minuten. Wir haben noch 7 Minuten vor uns. Aber ich kann jetzt schon nicht mehr. Das ist so hirntot. Sag mal, haben die in der Corona-Zeit alle zu viele Filme geguckt und interpretieren jetzt in jede Scheiße Aliens, Regierung oder was weiß ich rein? Was geht denn ab? Was ist denn los? Denn viele Leute sind über eine Sache wirklich verwundert. Denn wenn man sich die Bilder von eben diesen betroffenen Ortschaften anguckt, dann fällt etwas auf. Die Flammen waren dort so heiß, dass Häuser absolut niedergebrannt sind, dass Autos geschmolzen sind. Aber obwohl das zu sehen ist, obwohl die Flammen durch die gesamte Ortschaft durchgingen, sind die Bäume dort vom Feuer unberührt und Plastikmülltonnen, blaue Plastiktonnen, sind völlig heil, sind nicht geschmolzen, obwohl Plastik natürlich bei einer viel niedrigeren Temperatur schmilzt als beispielsweise ein Auto. Die Leute sagen also, dass mit diesen Flammen irgendwas nicht stimmen konnte, dass die Flammen diese Bäume überhaupt nicht getroffen haben. Dort ist es windig. Ja, dort ist es windig. Sehr windig sogar. Und ich glaube, eine leere Mülltonne wird da weggefegt. Ganz schnell. Ja, also so wie ich diesen Wind mit diesen Funken und allem drum und dran gesehen habe, gehe ich mal stark davon aus, eine Plastikmülltonne rutscht die ganze Zeit über die Straße. Unkontrolliert. Ja, und weil diese Bäume vielleicht da, guck dir das doch an. Du siehst doch vorne rein, dass eine Baumreihe schon abgebrannt ist bei dem Bild. Und selbst wenn, Feuerwehr ist da en masse unterwegs. Genauso wie Löschflugzeuge und was weiß ich noch alles. Und es wird die ganze Zeit versucht, diesen Waldbrand oder Brand, ja, ich sage jetzt einfach mal Waldbrand, weil ich glaube, damit hat es angefangen, zu bekämpfen. Und da ist doch ein gutes Resultat, dass, okay, sehr, sehr viele Häuser in diesem Bild sind zerstört, aber einige halt wiederum nicht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass da halt auch sehr, sehr krasse Brandbekämpfung stattgefunden hat. Aber, wie gesagt, könnte ja auch ein Laser sein. Und auch zum Beispiel diese Mülltonnen überhaupt nicht getroffen haben, sondern sich scheinbar nur auf Häuser fokussierten. Ah, okay. Viele sagen deswegen, dass eine Art Strahlenwaffe, ein Laser, verwendet wurde, weil in der Vergangenheit gab es Theorien, dass Laser zum Beispiel gezielt eingesetzt werden können und Häuser bzw. Autos zum Schmelzen bringen, aber auf blauen Materialien nicht funktionieren. Und dass deswegen eben zum Beispiel die Mülltonnen noch heil sind. Das mit dem Laser kann ich nicht irgendwie verifizieren. Es gibt auch Bilder, wo graue Tonnen heil sind und nicht geschmolzen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das eine Erklärung ist, aber zu den Bäumen. Wieso sollte ein Laser vor der Farbe Blau Halt machen? Da hätte ja der eine Typ bei Resident Evil einfach nur was Blaues tragen müssen und dann wäre der nicht zersäbelt worden von dem Laser. Ich eine Sache sagen. Viele sind verwundert, warum so viele Bäume immer noch stehen und grün sind.
Und dies hat laut einigen Leuten eine logische Erklärung, und zwar, weil Bäume eben lebende Organismen sind, die viel Flüssigkeit, viel Wasser drin haben und Jawohl. deswegen nicht so leicht niederbrennen. Die Bäume, die gebrannt haben, so heißt es, haben ein besonderes Öl gehabt, weswegen sie eben auch bei Nässe zum Beispiel teilweise brennen können, und diese Bäume sind abgefackelt wegen diesen Ölen, während Das Ding ist auch nochmal jetzt bei dem Bild hier, ne? Bei dem mittleren. Guckt mal genau hin. Außenrum alles grün, ja, bis auf ein paar Bäume, die wirklich abgebrannt sind, und in der Mitte, wo die ganzen Häuser fehlen, alle Bäume sind schwarz. Die sind alle abgefackelt. Und da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass ein Laserstrahl nur auf Häuser geballert hat. Internet, was ist los? Du bist zwar ein schöner Ort, aber manchmal bist du auch schon echt von den Ideen her schon ein komischer Typ. andere Bäume, die sehr viel Flüssigkeit besitzen, von den Flammen unberührt sind bzw. noch grüner, heiler erscheinen. Dies ist eine Erklärung aus dem Internet, denen viele aber keinen Glauben schenken, weil sie meinen, dass bei den Temperaturen, wo Autos schmelzen, auch Bäume mit hohem Wassergehalt brennen müssten bzw. austrocknen und verbrennen müssten. Ja, das sind die Typen, die irgendeinen bestimmten Post gesehen haben und sich gedacht haben, Alter Leute, die Regierung, ich bin da was auf der Spur. Ich bin da ganz nah an einer Verschwörung, die so groß ist, dass selbst meinen eigenen Geist übersteigt und ich, puff, eine Explosion in meinem Gehirn habe und der beste Mensch der Welt werde. Also heute ist durch. Ich glaube, das ist auch das einzige Video, was ich heute machen werde. Das ist mir schon wieder eine zu viel. Ich selbst bin kein Botaniker, das kann ich nicht genau sagen, aber es ist durchaus seltsam mit anzusehen, dass mitten in diesem Inferno, mitten da, wo alles niedergebrannt ist, Plastiktonnen zum Beispiel völlig stabil noch stehen oder ganze Bäume so aussehen, als wäre absolut nichts passiert. Windig. Teilweise sind ja sogar Häuser unberührt, die mittendrin standen. Diese Theorie, dass das ganze Feuer gelegt wurde, dass es also quasi absichtlich war, wird nicht nur von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern aus dem Internet geteilt, sondern unter anderem auch von Mel Gibson, der selber ein Haus dort hatte, das abgebrannt ist. Denn er sagte in den Nachrichten, dass es die Vermutung gibt, und auch er scheinbar diese Vermutung teilt, dass das Ganze gewollt war. Dass man das Ganze absichtlich gemacht hat, um eben dort zum Beispiel neues Land zum Verkaufen zu erschaffen. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel bekannt sind, die diese Theorie vertreten. Zu Mel Gibson muss man aber sagen, dass er in der Vergangenheit häufiger mal Verschwörungstheorien verbreitet hat. So hat er zum Beispiel mal gesagt, dass er ein Heilmittel gegen Krebs gefunden hat. Und deswegen Mel Gibson, schwierige Person, aber auch er vertritt öfter Ganz schwierig. Ganz schwierig. in den Nachrichten diese Theorie. Er versucht das Ganze also öffentlich mitzuteilen, und es gibt noch viel mehr, die das Ganze so sehen. Das bedeutet, unzählige Leute sind sich gerade sicher, dass diese Flammen nicht natürlichen Ursprungs waren, sondern gelegt wurden von der Regierung, und es gibt auch einen großen Beweis noch, und zwar wurden angeblich Explosionen gesehen. Sprich, die Flammen sind nicht einfach aus einem kleinen, köselnden Feuer in ein Inferno entfacht, sondern es gab gezielte Explosionen angeblich, die diese Flammen erzeugten. Da gibt es wirklich gruselige Bilder und Videos aus dem Internet. Überwachungskameras, die angeblich solche Explosionen aufgezeichnet haben, oder auch Anwohner, die ganze Reihen von Explosionen gesehen haben wollen. Sprich, dass diese Explosionen verantwortlich waren dafür, dass diese Flammen sich so schnell und so rapide ausbreiten konnten. Also ich hätte jetzt gerne mal so ein Video gesehen, um einfach mal zu sehen, ob das jetzt eine Explosion ist oder ob das jetzt ein explosionsartiges Ausbrechen eines Feuers ist. Ja, das sind Unterschiede. Das Ganze ist gruselig. Ich kann euch nicht genau erklären, was die Leute dort gefilmt und gesehen haben. Ich finde es nur komisch, wenn du so etwas geheim machen willst, warum du zu Explosionen greifen würdest. Explosionen sind sehr, sehr auffällig. Deswegen finde ich es komisch, dass, wenn du das Ganze irgendwie als geheime Verschwörung tust, du mit sowas Auffälligem arbeiten würdest. Ja, da holen wir mal die Napalm-Bombe und dann geht's richtig ab hier in Kalifornien, ne? Aber die Videos gibt's, ich kann sie nicht erklären, ich konnte auch online keine logischen Erklärungen finden. Viele sind sich sicher, dass Explosionen verantwortlich sind, die gezielt platziert wurden. Leute im Internet haben gesagt, ich will's euch nur noch mal näher bringen. Alles gut. Aber es gibt auch noch eine Erklärungsmöglichkeit, die nichts mit der Regierung zu tun hat, sondern eben mit etwas Übernatürlichem. Und zwar, wie ich im letzten Video auch angesprochen habe, gibt es unzählige UFO-Sichtungen bei den Flammen.
Sowohl in den Nachrichten wurden immer wieder seltsame Flugobjekte gesichtet, aber auch Anwohner filmten UFOs und andere drohnenähnliche oder orbähnliche Objekte, die um die Flammen kreisten. Das bedeutet nicht nur, dass es die starke Vermutung gibt, es gab hier einen Angriff, sondern manche Er hat ein Foto von einem Funken gemacht. Das ist ein fliegender Funke. Wo zur Hölle ist das ein UFO? sind sich sicher, dass dieser Angriff nicht von Menschen kam, sondern eventuell von Außerirdischen gestartet wurde oder dass sie zumindest dorthin geflogen sind, um das Ganze zu beobachten, um zu verstehen, was da vor sich geht. Wie gesagt, diese UFO-Videos sind gruselig, aber wie bei allen UFO-Videos kann man nicht genau einschätzen, was sind diese seltsam schemenhaften Objekte, die wir dort sehen. Sind es UFOs, ist es irgendwas Erklärbares oder Kamerafehler? Schwierig zu sagen. Eine weitere Meldung, die allerdings viele Leute gerade verunsichert, ist ein Interview von Elon Musk, beziehungsweise eine Aussage, die er öffentlich geteilt hat. Elon Musk ist eine sehr, sehr schwierige Person, aber er hat gesagt eben in einer Videobotschaft, dass es eine große Gefahr für die Menschen gibt, eine menschengemachte Gefahr und die einzige Chance, wie wir das Ganze überstehen, ist, indem wir eben noch auf andere Planeten uns ausweiten. Viele Leute sind sich sicher, dass Elon Musk irgendworüber jetzt gebrieft wurde, weil er bald zur Regierung gehört und aus Sorge über Elon Musk gehört bald zur Regierung. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Das wusste ich nicht mal. Oh nein. Oh Gott, okay, alles klar. dieses Briefing, über die Informationen, die er bekommen hat, hat er nun den Leuten die Botschaft mitgeteilt, bald passiert etwas Schreckliches, es kommt etwas Schreckliches auf uns zu und wir müssen unbedingt fliehen von der Erde und andere Planeten bevölkern. Ob das etwas mit diesem jetzigen Vorfall zu tun hat, weiß ich nicht. Viele verbinden es damit, dass dies ein Vorbote ist von dem, was passiert, von dem menschengemachten Chaos, aber ich kann es euch nicht genau sagen. Es sind alles gerade gruselige Botschaften. Wie ist meine Einschätzung? Ich kann das Ganze nicht genau sagen, aber ich weiß, dass eben durchaus Brände vorkommen können und diese Bäume, die dort brennen, die eben diesen Ölgehalt oder so haben sollen, sind ein Brandrisiko, sind ein Brandherd. Das bedeutet, so ein Feuer kann passieren, so ein Feuer kann natürlich passieren. Ich würde nicht direkt jeder Verschwörungstheorie glauben, aber es sind interessante Dinge, die dort gesehen wurden, die ich auch nicht alle erklären kann. Ich wollte euch mal einen Überblick über diese gruseligen Verschwörungen bieten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Okay, war ein super Video. Ich hätte jetzt mal eine ganz eigene Verschwörungstheorie, ja? Passt auf, haltet euch fest. Ich glaube, jetzt wo Elon Musk auch noch gesagt hat, da kommt etwas auf uns zu. Es kommt aus dem Meer, es hat Zacken auf dem Rücken und nennt sich Godzilla. Und wir werden bald den Film Godzilla 2, King of the Monsters in echt sehen. Alles spielt darauf hin, dass wir einen Kampf gegen Godzilla und Ghidorah sehen. Geil. Okay. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ein ultra krasses Thema und ich finde es echt schade. Also beziehungsweise ich finde es echt krass, was Leute für einen Scheiß da rein interpretieren. Ja, ich gehe stark davon aus, selbst wenn es menschengemacht ist, war es ein Verrückter, der einen Waldbrand einfach gestartet hat. Es ist, glaube ich, einfach ein normaler Brand, der nach mehreren Monaten des Nichtregnens jetzt einfach mal passiert ist. Ja? Kann auch eine Glasscherbe gewesen sein, die irgendeiner mal in die Hollywood Hills geschmissen hat oder sowas. Oder einfach eine Flasche, die er in die Hollywood Hills geschmissen hat, die zersprungen ist und dadurch, durch dieses Glasreflexion, bla bla bla, einfach sich der Scheiß erhitzt hat und dann auch angefangen hat zu brennen. Es gibt sehr, 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 sehr viele logische Erklärungen, wie dieses Feuer entstanden ist, aber auch sehr, 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 sehr viele, traurigerweise, sehr, sehr viele unlogischen. Und das finde ich echt krass. Okay, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Lasst gerne ein Like und ein Abo beim guten Creepypasta da. Und wie gesagt, bei allen anderen Content Creatoren, die wir uns so anschauen, ne? Weil die machen alle sehr, sehr gute Videos. Und ich würde mich freuen, wenn du ein Abo bei mir da lässt. Ansonsten kommt dich die Hexe holen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!